Good evening. Good evening, ICF Lörrach. I hope I said that correctly. Guten Abend, ICF Lörrach. It's really a privilege to be here. Thank you for letting me speak. Es ist die große Ehre für mich, heute hier zu sein. Danke dafür. And before I start, I just want to say a huge thank you to Judith, who is translating for me. You have to translate that. Danke an mich, dass ich heute übersetze. What a Powerfrau, holy smokes. Anyway, so you guys just saw this like really exciting trailer, right, for Nehemia. Also ihr habt gerade diesen mega aufregenden Hammer-Trailer für Nehemia gesehen. And I have the privilege of letting you know that the text that they asked me to speak about tonight is not at all as exciting as the exciting trailer. Und den Bibeltext, über den ich heute predigen darf, der ist nicht so spannend und aufregend wie dieser Trailer. When they asked me to speak about it, this passage, I was like, no, it's so boring. Also als mir gesagt wurde, über welchen Text ich predigen sollte, da dachte ich so, oh, das ist so langweilig. And because it is, trust me, an incredibly long and tedious passage, we will only read it in German. Und weil der Text so lang ist und ein bisschen anstrengend, lese ich ihn nur auf Deutsch vor. So take it away, Judith. Ja, wir sind in Nehemia 10 ab Vers 33. Außerdem verpflichteten wir uns dazu, jedes Jahr 1/3 Schekel für die Arbeit am Haus unseres Gottes zu geben. Von diesem Geld sollen die Schaubrote, die täglichen Speise- und Brandopfer sowie die regelmäßigen Opfer am Sabbat, Monatsanfang und bei den jährlichen Festen bezahlt werden. Außerdem die heiligen Opfer und die Sündenopfer, um für Israel Wiedergutmachung zu erwirken, sowie alle am Haus unseres Gottes anfallenden Arbeiten. Wir wollen Lose werfen, um festzulegen, welche Familien der Priester und Leviten und aus dem Volk jedes Jahr zur vorgeschriebenen Zeit Holz zum Haus unseres Gottes bringen soll, um damit das Feuer auf dem Altar des Herrn unseres Gottes zu unterhalten, wie es das Gesetz vorschreibt. Wir werden Jahr für Jahr den ersten Teil des Ertrags unserer Äcker und die ersten Früchte unserer Obstbäume zum Haus des Herrn bringen. Wir werden unsere ältesten Söhne und die Erstgeborenen aller unserer Tiere aus den Schaf-, Ziegen- und Rinderherden, wie es das Gesetz vorschreibt, zu den Priestern bringen, die im Haus unseres Gottes Dienst tun. Die Leviten und alle Israeliten sollen die Abgabe an Getreide, neuem Wein und Öl zur Vorratskammer des Tempels bringen, denn dort sind die heiligen Geräte und dort tun die Priester, Torhüter und Sänger Dienst. Wir werden das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen. Thank you. So, we will not neglect the house of our God. Wir werden das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen. That was the last sentence of this really long passage. Das war der letzte Satz von diesem langen Abschnitt. And when you hear this passage, you realize that building a church is one thing, but keeping a church running is a completely different matter. Also wenn wir diesen Text lesen, dann stellen wir fest, dass es eine Sache ist, das Haus Gottes zu bauen, aber eine ganz andere, das auch am Laufen zu erhalten. You know, building a church, well, that's the exciting part. Also eine Kirche zu bauen, das ist aufregend. At the beginning of this series, Danny was talking about how when the Israelites came back to Jerusalem, Also am Anfang der Serie, da gab es eine Predigt von Dani, wo er darüber gesprochen hat, wie die Israeliten am Anfang zurück nach Jerusalem gekommen sind. and they were driven by a righteous anger to rebuild the wall and restore the glory of the house of God. Und sie hatten diese heilige Unzufriedenheit, so diesen Ehrgeiz, wir wollen das Haus Gottes und die Mauern von Jerusalem wieder aufbauen. And there was like this God-sized ambition that they had to rebuild the church. Und sie hatten diesen Ehrgeiz von Gott, so das wieder aufzubauen. And they were all united around this common inspirational purpose. Und sie hatten diese Vision und als Einheit sind sie dafür zusammen eingestanden. But you know, this passage on the daily running of God's house seems a little less exciting. Aber eben jetzt geht es in der Passage ja darum, wie man Tag für Tag das macht und das ist nicht so aufregend. You know, it sounds less like aspiration and a little more like accounting.
Also es ist weniger diese Vision, die man hat, sondern mehr einfach Buchhaltung. Exactly. So in this passage, Nehemiah puts forth a business plan on how he's going to finance the running of the church. Also in dem Abschnitt geht es darum, wie Nehemia so eine Art Businessplan erstellt, wie man den Tempel, also das Haus Gottes, finanzieren kann. So we read that everyone has the responsibility to get involved in the running of the church. Und wir lesen davon, dass jeder darin involviert ist, die Kirche am Laufen zu erhalten. Not just the priests, everyone. Nicht nur die Priester, alle. Everyone had to pay a yearly tax. Jeder muss jährliche Steuern zahlen. Every family had to bring wood to the church to light the sacrificial altars. Jede Familie musste Holz mitbringen, um das Feuer am Brennen zu erhalten. And everybody had to give the first fruits of their crops and their fruit trees. Und sie mussten ihre ersten Ernten vom Getreide und den Fruchtbäumen zum Tempel bringen. They had to bring the firstborn animals from their herds. Sie mussten die erstgeborenen Tiere von ihren Herden bringen. And most shockingly, Und schockierenderweise they had to bring their firstborn sons to the temple to serve the priests. mussten sie sogar ihren erstgeborenen Sohn zum Tempel bringen, der dann dort mit den Priestern Gott dient. I don't know if there are any mamas in this room, but I don't know how you'd feel about bringing your firstborn child to church. Also ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Mamas im Raum sind, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euer erstgeborenes Kind der Kirche geben müsstet. If you didn't want to bring your child to the temple, you could pay a ransom and have that child released. Also wenn man das nicht tun wollte, konnte man auch eine Lösesumme zahlen, um das nicht zu tun. So, we really hear that in the time of Nehemiah, everyone in the entire community was involved in keeping this church running. Also zur Zeit von Nehemia war wirklich jeder involviert, dass das Haus Gottes unterhalten war. And they even took an oath to say that we will not neglect the house of our God. Und die Israeliten haben sogar einen Eid geschworen und gesagt, wir werden das Haus unseres Gottes nicht vernachlässigen. They were not passive spectators of church. They were active investors in church. Sie waren nicht einfach passive Zuschauer, sondern sie waren aktive Leute, die was investiert haben. How times have changed, eh? Das hat sich ein bisschen geändert, oder? So today today I'm going to give you some data from 2020. Also wir schauen uns jetzt ein paar Statistiken von letztem Jahr an. And it's from the United States. Aus Amerika. And it's from a consultancy firm called Non-Profit Source. Von einer Firma, die heißt Non-Profit Source. So they did a study. Die haben eine Studie gemacht. And they see that religious groups are feeling less and less that it's their duty to contribute to their local church. Und sie haben herausgefunden, dass religiöse Gruppen es immer weniger als ihre Verantwortung zu sehen, für ihre lokale Gemeinde zu spenden. So in the US, they're giving less now than they did in the Great Depression 100 years ago. Also in Amerika wird momentan weniger gespendet als vor ungefähr 100 Jahren während der großen Depression. And if we look behind, there it is. Don't you just love a pie chart on a Sunday evening? Sorry. Exactly. Ja, das ist der Hammer, so eine wie nennt man das? Ein Kuchendiagramm an einem Sonntagabend zu sehen. So 37% of all American regular churchgoers don't give money to the church at all. Also 37% der Menschen in Amerika, die regelmäßig in eine Kirche geben kein Geld. And of the people who do give to their church, those are the blue people behind me. Also die blauen Menschen hier, die geben ihrer Kirche Geld. And in 2020, 17% of them gave less than they did the year before. Und in 2020 haben diese 17 dunkelblauen Prozent weniger gegeben als im Jahr davor. And 7% of those guys are giving even less than 20%. No, they're giving more than 20% less to the church in 1 year. Also und die 7% hier, die geben sogar mehr als 20% weniger als im Jahr davor. So to sum up, in the United States, American adults
are giving to the Protestant church an average of $17 a week. Also in den Vereinigten Staaten von Amerika geben erwachsene Protestanten $17 pro Woche an ihre Kirche. That's the average. Im Durchschnitt. So these statistics, they're both alarming and compelling. Also diese Statistiken, die sind irgendwie sehr alarmierend, aber auch compelling, so Interesting. interessant. They bring up a really important question. Also die werfen eine sehr wichtige Frage auf. So why are we in the West, Warum wir hier im Westen, why are we increasingly disassociating ourselves with giving to the local church? warum sehen wir es immer weniger als unsere Verantwortung und schieben das so von uns weg, was für die Kirche zu geben? I personally think it's because we've been having the wrong conversation. Ich glaube, es liegt daran, dass wir über was Falsches sprechen. We have been having the money conversation and not the giving conversation. Wir sprechen über Geld, aber wir sprechen nicht übers Geben. I cannot tell you how many guilt-inducing sermons I have had to sit through in my 50 years at various churches around the world. Also ich kann euch gar nicht sagen, in wie vielen Gottesdiensten ich in meinen 50 Jahren saß, wo mir so ein schlechtes Gewissen gemacht wurde, wenn es ums Thema Geld geht. Much like in the passage we read in Nehemia, churches have been telling me how much to give, when I should give, but unlike in the passage, they've been using clever marketing tactics and to tell me how to invest my money for the church. Also so wie in dieser Passage hier von Nehemia haben mir viele Kirchen gesagt, wann ich mein Geld geben soll, wie viel und vor allem auch wofür. Und sie haben das so ganz clever gemacht, irgendwie so mit Marketing, so investier dein Geld dafür. And I've been to churches, not this one, Also ich war in manchen Kirchen, nicht im ICF Lörrach, where they run full-on fundraising campaigns during the service. wo die im Gottesdienst so richtige Fundraising-Kampagnen gemacht haben. Right? And then they have these posters up on the stage that show you how much money have we raised so far. Und da gab es richtige Poster, wo stand, so viel Geld haben wir bis jetzt schon gesammelt. And I've been to meetings, no joke, where pastors discuss which speakers bring in more money than other speakers. Und ich war in Versammlungen, das ist kein Witz, wo darüber diskutiert wurde, welcher Sprecher mehr Geld einbringt als der andere. And this is the best one. Are you ready for this? Achtung, jetzt kommt's Beste, passt auf. When I was a really little girl, Als ich noch ein sehr junges Mädchen war, we visited a church that sent the offering plate around the church. also ich war in einer Kirche und die haben diese Opferkistchen oder diese Kästchen, wo man Geld reinmacht. And when they came back and saw that it wasn't enough, you know what they did? They sent it round again. Die haben diese Kisten einfach nochmal rumgegeben, weil beim ersten Mal nicht genug Geld reinkam. And we laugh now, but I ask you, what does this fear of not having enough have to do with the gospel of our living God? Amen. Also wir lachen jetzt drüber, aber ich frage euch ganz ehrlich, was hat diese Angst von wegen, wir haben nicht genug Geld, was hat das damit zu tun mit der guten Nachricht von Jesus Christus? And what does this kind of pressure or legal obligation have to do with my freedom in Christ Jesus? Und was hat diese Verpflichtung zu geben, dieser Zwang, diese Gesetzmäßigkeit, was hat es zu tun mit meiner Freiheit in Jesus? My friends, when we focus on money at church, Ihr Lieben, wenn wir uns auf Geld in der Kirche so fixieren, even when the church desperately and legitimately needs our money, when we focus on money, we are missing the point entirely. also wenn wir uns nur darauf fokussieren, dann gehen wir im eigentlichen Punkt vorbei. Aber also auch selbst wenn Kirchen wirklich Geld brauchen, aber das ist nicht der Punkt. Because I got news for you, God doesn't need your money. Ich habe Neuigkeiten für euch. Gott braucht unser Geld nicht.
God is the source of all resource. Von Gott kommt doch alles. He is almighty. Er ist allmächtig. He is entirely self-sufficient. Er ist genug. He does not need a gift from me to carry out his divine plan. Er braucht nicht ein Geschenk von mir, um seinen Plan durchzuführen. In Acts 17, 24 and 25, we read, In Apostelgeschichte 17, 24, 25 lesen wir, should I? You can read, I could go. Ich You go, lese. girl. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der da etwas nötig hätte, da er doch selbst jedermann Leben und Odem und alles gibt. Money is not what God needs, Gott braucht unser Geld nicht, but what he does want, aber er will is our companionship. Gemeinschaft mit uns. He wants our love. Er will, dass wir ihn lieben. And in other words, he wants our worship. Er will, dass wir ihn anbeten. And worship can be defined as an awe or a love or a devotion to God. Also Anbetung kann verschieden definiert werden, zum Beispiel als Staunen oder als Liebe oder als Devotion, Hingabe. So when we talk to God and we communicate with God, we worship him. Wenn wir mit Gott reden, ihn ansprechen, dann beten wir ihn an. When we sing his praises and bring him glory like we did tonight, we worship him. Wenn wir Lieder singen, so wie heute Abend, und ihm Ehre singen, dann beten wir ihn an. And when we give him gifts, we worship him as well. Und wenn wir ihm Geschenke machen, ihm etwas geben, dann beten wir ihn auch an. Now don't get me wrong, the act of worship in terms of giving, so the act of giving as worship is what I want to say. Also versteht mich nicht falsch. Can you say it again? Oh yeah. Say the whole sentence. Exactly. The act of worship, the act of giving as worship is not just about financial resources. Okay, also versteht mich nicht falsch. Wenn wir geben, dann geht es nicht nur um Geld. It is so much more than that. Es geht um so viel mehr, wenn wir Gott anbeten mit dem, was wir ihm geben. Real worship is the sacrifice of self for the purposes and the will of God. Also echte Anbetung ist, wenn wir uns selbst hingeben, um Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten. And when we give ourselves to God, Und wenn wir uns Gott hingeben, that implies 4 things. dann geht das um 4 Dinge. It implies that when we give to God, we are grateful to God. Number 1. Also es heißt, dass wir Gott dankbar sind, wenn wir geben. Number 2, when we give to God, it means that we trust God. Als zweites, wenn wir Gott was geben, dann heißt es, wir vertrauen ihm. When we give, it means also that we obey God. Wenn wir Gott was geben, heißt es auch, dass wir ihm gehorchen. And finally, and most importantly, when we give, it means we are being transformed by God. Und als letztes, wenn wir geben, dann verändert Gott uns. Und das ist fast das Wichtigste von all dem. So let's unpack those statements, shall we? Also, dann lasst uns mal diese 4 Statements angucken. So, number 1, we give because we're grateful. Nummer 1, wir geben, weil wir dankbar sind. So, when we give God something that costs us, you know what? We're only really giving him a small portion of what he's already given to us. Also, wenn wir Gott etwas geben, dann geben wir eigentlich nur einen kleinen Teil zurück an ihn, was wir ja sowieso von ihm bekommen haben. You know, we give freely, acknowledging the fact that everything we have is out of his generosity and not our effort. Also wir geben gerne, weil wir wissen, dass alles, was wir haben, von Gott kommt und nicht wir uns irgendwie selbst verdient haben. Think about it. Our life, our health,
where we were born, our circumstances, our opportunities, all of this came from God. Also denk mal drüber nach. Dein Leben, deine Gesundheit, der Ort, wo du geboren bist, die Möglichkeiten, die du im Leben hast, das ist alles ein Geschenk von Gott. And when we consider the immeasurable gift of grace that we have through the death of Jesus Christ, Und wenn wir darüber nachdenken, was für ein unfassbares Geschenk das ist, das Geschenk der Gnade, das wir haben, weil Jesus für uns gestorben ist and what that cost, und was Gott das gekostet hat, we realize we could never, ever earn that or repay that gift. dann stellen wir sehr schnell fest, wir können da gar nie was zurückzahlen oder uns das verdienen. So when we give generously and joyfully to Him, we declare our gratitude. Also wenn wir gerne und großzügig geben, dann sagen wir Gott, wir sind dankbar And we demonstrate our love. und wir zeigen ihm unsere Liebe And we give Him glory. und wir ehren ihn. And that, my friends, is worship, Und das ist Anbetung. right? So for the cynics in the room, any cynics in the room? Gibt es hier zynische Personen im Raum? I'm one. I don't know. What about when we give, but we feel like I have no time, I have no emotional bandwidth, and I've got no money? Also, so du denkst, ich muss geben, aber ich habe keine Zeit, ich habe keine emotionalen Kapazitäten und ich habe auch kein Geld, Studenten und so. Well, let me give you an example of this kind of sacrificial giving. Ich möchte euch ein Beispiel geben von diesem aufopfernden Geben. You, as ICF, you give money to alleviate poverty and suffering around the world, even though our own books are not balanced. Das ICF Lörrach Basel, wir geben Geld, um in der Not der Welt einzugreifen und da zu helfen, obwohl unsere eigenen Bücher noch ein bisschen in den roten Zahlen sind. And this kind of giving, this scary giving, as I like to call it, Und dieses Geben, dieses ein bisschen scary, also angstmachende Geben, wie ich es nenne, this is a beautiful form of worship. das ist so eine schöne Art anzubeten. Because it is an intentional declaration that we believe that God, our provider, will care for us. Denn dadurch deklarieren wir, dass wir an einen Gott glauben, der versorgt und dem wir vertrauen können, dass er uns versorgt. And this kind of giving is a resounding message of hope that inspires others also to be generous. Und wenn wir so geben, dann inspirieren wir dadurch andere auch zu geben, weil wir sagen, wir haben eine Hoffnung. Because despite what we lack or despite the pressures we face, Weil trotz dem, was uns fehlt und trotz diesem Druck, den wir spüren, we can look at the world through God's eyes and we can see abundance and not scarcity. dann können wir die Welt durch Gottes Augen sehen und sehen, dass da eine Fülle ist und nicht, dass da was fehlt. He is enough. Er ist genug. He has enough. Gott hat genug. And even when things get dark, Und auch wenn es mal dunkel wird, especially when things get dark, und vor allem dann, wenn es wirklich schwierig wird, we trust in the Lord to keep His promises and provide for us. dann vertrauen wir darauf, dass Gott seine Versprechen hält und dass er uns versorgen wird. Because He has a never-ending supply of resource. Weil bei ihm gehen die Ressourcen nie aus. So we stand firm in our generosity in times of trouble, even though we may not see God's hand at work. Also wir bleiben fest in diesem Vertrauen, dass Gott wirken wird, selbst dann, wenn wir es jetzt momentan nicht sehen. And I can say this with conviction, Und ich kann das aus Überzeugung sagen, because even though my brother is dying of a terrible disease,
Mein Bruder stirbt an einer grauenvollen Krankheit. But he and his family are overwhelmed with love and with the peace of the Father. Aber er und seine Familie, sie spüren so eine überwältigende Liebe und einen Frieden, der von Gott, dem Vater, kommt. And their house is currently filled with an inexplicable joy. Und ihr Haus ist zurzeit gefüllt mit einer unerklärlichen Freude. So yes, there is abundance, Ja, es gibt mehr als genug, even in the process of dying. selbst im Sterben. So let's be generous with God's gifts. Also lass uns großzügig sein mit dem, was wir Gott geben. And why else do we give? Warum geben wir noch? We give because we obey God. Wir geben, weil wir Gott gehorchen. All throughout the Bible, in the Old and the New Testament, Also in der ganzen Bibel, schon im Alten Testament, aber auch im Neuen. God has asked us to invest our prayers, our time, our talents, and yes, our money in the building of His church. Da steht sehr viel darüber, dass wir unsere Zeit, unsere Gaben, unsere Talente und auch unser Geld geben sollen, um seine Kirche zu bauen. So in the Old Testament, believers were supposed to give 10% of what they earned. Also im Alten Testament, da sollten die Juden 10% geben von dem, was sie verdient haben. And in the New Testament, it just simply states you are to give according to your income. Und im Neuen Testament steht einfach, jeder soll so viel geben, wie ihm möglich ist. And, you know, we can sing hymns and worship songs 24 hours a day, but if we do not obey God, we are not honoring God. Also wir können 24/7 Worship-Lieder singen und Gott die Ehre geben, aber wenn wir ihm nicht gehorchen, dann beten wir ihn nicht an. And true worship is obedience. Echte Anbetung ist Gehorsam. And one of the facets of obedience is undesignated giving to the church. Und eine Form dieses Gehorsams oder dieser Anbetung ist, dass wir geben, und zwar ungebunden. So what do I mean by undesignated giving? Was bedeutet dieses ungebundene Geben? Well, it basically means we don't get to control how it's spent. Es geht darum, dass es nicht in unserer Hand liegt, wofür das Geld dann ausgegeben wird. I don't get to go up to God and say, God, I really want you to spend my money on this, this, and this. Also es geht nicht darum, dass wir zu Gott gehen und sagen, also Gott, ich gebe dir jetzt Geld und dafür hätte ich gerne das, das und jenes. Right? We are not in a transaction with God. Also wir sind hier nicht in einer Transaktion mit Gott. Er ist nicht unser Geschäftspartner. And even, no, I'm sorry. We trust in God and we also trust in the leaders that He has put in authority over the church with our money. Also wir vertrauen Gott, aber wir vertrauen auch den Leuten, denen Gott Verantwortung gegeben hat für die Kirche. And I'm speaking to the cynics again, Und jetzt spreche ich wieder zu den zynischen Menschen im Raum, myself included. also uns beide inklusive. What about worst case scenario? The church misuses our funds. Okay, jetzt im schlimmsten Fall geht den Fall, dass die Kirche das Geld missbraucht. Well, God knows how to deal with those people who misuse His funds. Gott weiß, wie er mit Menschen umgehen muss, die sein Geld missbrauchen. Just think, it happened to Jesus. Denk mal drüber nach, das Gleiche ist auch Jesus passiert. Because Judas was the treasurer of the money from Jesus' ministry when he was on earth. Als Jesus hier auf der Erde war, war Judas, einer von seinen Jüngern, verantwortlich für die Kasse. And we all know that Judas embezzled money. Und aus der Bibel wissen wir, dass Judas damit, dass er das veruntreut hat. And I find it particularly interesting that Jesus chose Judas to be treasurer. Und ich finde es sehr interessant, dass Jesus Judas für diesen Job ausgewählt hat. He knew his heart. He knew his illegal intention. Also Gott kannte oder Jesus kannte Judas Herz und wusste, dass er damit nicht ehrlich umgeht. And for me, this is an example that it is not
about the money with Jesus. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass es bei Jesus nicht um das Geld geht. It is about the heart of worship in the people that are giving you the money. Es geht um das Herz der Anbetung der Leute, die Geld geben. But please don't misunderstand me. Also versteht mich nicht falsch. The church, you need to be sure that your church is using your finances wisely. Also es geht schon darum, dass die Kirche ihre Finanzen sinnvoll und weise regelt. Okay, as long as we're all on the same page Das here. ist wichtig. Especially if I'm on the geistlichen Rat. Also vor allem, weil sie im geistlichen Rat ist. Okay. So finally and most importantly, Und jetzt als letztes und sehr, sehr wichtig, we give because we want to become more like Christ. wir geben, weil wir Jesus ähnlicher werden wollen. And what did Christ do? He gave everything. Und was hat Jesus getan? Er hat alles gegeben. And when we become more like Christ, we see people through God's eyes. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann fangen wir an, Menschen durch seine Augen zu sehen. And we see the need around us. Und wir sehen die Nöte um uns herum. And we respond generously to meet those needs, like Jesus does. Und auf diese Nöte reagieren wir mit Großzügigkeit, so wie das auch Jesus getan hat. And I want to challenge the church today. Ich möchte die Kirche heute herausfordern. We have an opportunity to demonstrate God's generosity to the world. Wir haben eine Möglichkeit, Gottes Großzügigkeit der Welt gegenüber der Welt zu zeigen. And this is a world that only knows the cynicism of giving in a transactional relationship. Die Welt, die kennt Geben nur als diese Transaktion, als eine Geschäftsbeziehung. And to succeed as a church, we need to relearn the vertical dimension of giving to God as an act of worship. Und wir als Kirche, wir haben die Chance und die Möglichkeit, dass Geben anders ist, dass wir frei geben und dass wir Gott geben als ein Akt der Anbetung. And we do not give out of legalistic obligation. Und wir geben nicht, weil wir es müssen oder weil es das Gesetz so sagt. We need to reject this inherent fear of not having enough. Wir dürfen uns nicht einnehmen lassen von dieser Angst, nicht genug zu haben. Because that is driving the money narrative. Weil da geht es eben um dieses Geldprinzip. And we need to embrace the abundance that is ours through God. And that is the giving narrative. Aber für uns Christen darf es darum gehen, dass wir geben, weil wir genug haben. Eben, es geht nicht ums Geld, es geht ums Geben. And if we have done that, the proof will be that we will give without wanting to take any credit. Und wenn wir das machen, dann geht es nämlich nicht darum, dass wir Anerkennung wollen, weil wir gegeben haben. And we will not give because we want something in return. Und wir geben auch nicht, weil wir eigentlich gerne was zurückhaben wollen. And we will not give in a spirit of control. Und wir geben auch nicht mit diesem Kontrollzwang, also ich will das kontrollieren. So to wrap this up, let me give you an example. Ich würde euch jetzt gern so, um das alles irgendwie zum Schluss zu bringen, ein Beispiel geben. I want to give you an example of what can happen when you give, not knowing what God intends to do with your money and not ever seeing what God does with your money. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wo es darum geht, dass man gibt, ohne zu wissen oder ohne zu sehen, wofür Gott das Geld benutzt. And actually, it's not just money, it's also your time and your energy and your prayers. Also hier geht es wieder nicht nur um Geld, sondern auch um deine Zeit, um deine Gebete, um deine Gaben. Deine Gebete, habe ich gesagt. Okay. So my mom, Esther, Meine Mama, die Esther, she grew up in Seon in Kanton Aargau in Switzerland.
ist im Kanton Aargau in Seon aufgewachsen And she was a member of the Salvation Army. und sie war in der Heilsarmee. In the early 1950s, the Salvation Army sent her to a women's conference in Norway. Und in den 50er Jahren, da hat die Heilsarmee sie nach Norwegen geschickt auf eine Frauenkonferenz. And they gave her leadership training. Dort hat sie so Leiterschaftskurse machen können. And they gave her all sorts of opportunities that really helped shape her identity and grow her faith. Und durch die Heilsarmee hat sie ganz viel Möglichkeit bekommen, wo sie im Glauben und in ihrer Person wachsen konnte und die sie geformt haben. And she says it's because of the confidence that she gained in the Salvation Army that she was able to immigrate to Canada all alone at the age of 19. Und sie sagt selbst, dass sie durch das, was sie dort in der Heilsarmee bekommen hat, dass sie da so einen Mut bekommen hat. Und dann ist sie mit 19 Jahren ganz alleine nach Kanada ausgewandert. All right, so there's Esther. All right? Esther. Okay. And so now, if we can see the next, she goes over to Toronto. There she is. Also jetzt geht sie rüber nach Toronto. All right, she's in Toronto where she marries a Christian Swiss carpenter. Dort hat sie einen Handwerker, einen christlichen Handwerker aus der Schweiz geheiratet. That's right. And she has 5 kids. Und jetzt hat sie 5 Kinder. And she and my dad, they invested their money and their time in the local church. Und sie und ihr Mann geben ihre Zeit und ihr Geld in die lokale Kirche. They invested in missions. Sie geben für Missionare. And they even helped physically build the church because my dad was a Zimmermann. Und eben weil mein Vater ein Handwerker ist, haben sie sogar wirklich aktiv die Kirche gebaut. So let's go to the next generation. We've got Fred. Also jetzt gehen wir in die nächste Generation, da haben wir Fred. And Fred becomes a pastor. Fred wird ein Pastor. And he plants church in nearby Waterloo. Und in Waterloo, was ganz in der Nähe ist, da gründet er eine Kirche. And this church was specifically focused to minister to marginalized people that society had rejected. Und diese Kirche, die richtet sich vor allem, die wollen Menschen erreichen, die ausgeschlossen sind von der Gesellschaft. And they have another son, Philip. Jetzt haben sie noch einen anderen Sohn, das ist der Philipp. He also becomes a pastor. Philipp wird auch ein Pastor. And he started a youth leadership program. Und er hat ein Leiterschaftsprogramm für Jugendliche ins Leben gerufen. And this program promotes peace and reconciliation with other youth in the Middle East and in South America. Und dieses Programm, das setzt sich dafür ein, dass im Nahen Osten und in Mittelamerika Jugendliche Frieden bringen und Jugendliche wieder versöhnt werden miteinander. And Christina, their daughter, Und Christina, ihre Tochter, does not become a pastor. ist kein Pastor. But I had the immense privilege of working for MedAir. Christina hat das große Privileg, für MedAir zu arbeiten. And it's a relief organization that provides aid to the world's most vulnerable people in the hardest to reach places. Und MedAir bringt Ressourcen, die dringend gebraucht werden, an die Orte, die super schwer sind zu erreichen und zu Menschen, die sie so bitter nötig haben. And finally, we have Annie. Und dann gibt es noch Annie. And just 2 weeks ago, she arrived in Jordan. Und gerade vor 2 Wochen ist sie nach Jordanien gekommen. And she will be serving refugee women there with the Mennonite Central Committee. Und mit dem Mennonite Central Committee kümmert sie sich dort um Flüchtlingsfrauen in Jordanien. So, why am I telling you all this? Also warum erzähle ich euch das alles über meine Familie? I just ask you to think for a minute about how God used the gifts of those people in Seon, in the Salvation Army, in the 1940s and the 1950s. Denkt mal drüber nach, was alles daraus entstanden ist, nur weil in den 1940er und 50er Jahren Menschen Geld und Zeit und Gebete investiert haben in meine Mutter.
And I want you to consider the far-reaching impact, as you can see, and the eternal impact on the kingdom of heaven that those gifts have had. Also schaut euch mal an, was für einen globalen Einfluss dieses Geld aus dem Schweizer Ort da hatte und vor allem auch, was für einen ewigen Einfluss das hatte, weil Menschen großzügig gegeben haben. Isn't it amazing how God multiplies our gifts? Ist es nicht einfach nur genial, wie Gott das multipliziert, was wir geben? So yes, God works through the local church. Ja, Gott wirkt durch die Kirche vor Ort. And when the church gives as freely as it has received, Und wenn die Kirche so frei und so gerne gibt, wie sie bekommen hat, grace is not just preached, dann geht es nicht nur darum, dass Gnade von vorne runter gepredigt wird. and worship is not just sung, Dann geht es auch nicht nur darum, dass Worship gesungen wird, but both are lived, they are experienced, and they are seen. sondern können wir beides wirklich erleben und sehen. Amen. Amen. And I would like to ask Judith to close this evening in prayer, and I just want to, Lord, thank you for Judith. She was such a superstar. Also ich will noch beten mit uns und hey, steht doch gemeinsam auf, wir beten zusammen als Kirche. Jesus, wir danken dir für alles, was du gegeben hast. Das ist mehr, als wir jemals zurückgeben können und mehr, als wir auch jemals verstehen können, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke. Gott, du bist genug. Danke, dass wir alles haben, was wir brauchen in dir. Und dass du sogar mehr als genug bist. Dass du Leben für uns vorbereitet hast in Fülle. Danke, dass es uns wirklich, wirklich gut gehen darf. Und Gott, wir wollen dir was zurückgeben, auch wenn du es nicht brauchst. Aber wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Wenn wir Lieder singen, dann singen wir das, weil wir dich lieben, Jesus. Wenn wir geben, dann geben wir, weil wir dich lieben und weil wir dir Danke sagen wollen. Danke, dass du hier bist, dass du siehst, was wir haben und dass du auch siehst, was wir nicht haben. Dass du siehst, was uns fehlt an materiellen Dingen, aber auch, dass du siehst, was uns fehlt an emotionalen. Und Gott, für dich ist nichts zu schwierig oder nichts unmöglich. Und so dürfen wir beten im Vertrauen darauf und in dem Wissen, dass du uns versorgst, dass du es gut meinst mit uns. Danke dafür. Amen. Thank you.